Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und wir befinden uns wieder auf W50, ja, wo ich jetzt gerade Stufe 66 geworden bin und ja, es wird knapp, sag ich mal so. Ich bin momentan ein bisschen stuck nach dem Rush, den wir am Sonntag im Stream gemacht haben. Ist ein bisschen schwierig jetzt hier nochmal Fuß zu fassen und so viel, wie ich die ersten Tage ausgegeben habe, wird es wahrscheinlich auch jetzt erstmal wieder nicht werden, die nächste Zeit. Denn ich bin immer noch hier an diesem Dungeon-Gegner hier, der macht mir noch so ein bisschen das Leben zur Hölle. Und das Ding ist, man könnte eventuell relativ leicht viele Level machen. So, dafür müsste ich den aber besiegen. Das liegt daran, ab Stufe 70 bekommen wir den nächsten Dungeon Key aus dem Zauberladen und ja, da könnte man wieder ein paar Level gut machen. So, ne, mit dem nächsten Dungeon kommen wieder ein paar, ja moin, hat sich das Fenster geöffnet hier, mit dem nächsten Dungeon kommen wieder ein paar Level und genau, dann könnte man eventuell es schaffen, auf Stufe 75 zu kommen, wo wir dann das Pet-Nest freischalten und dementsprechend auch ein paar Pets, ja, besiegen können. Und eventuell dort auch hier und da ein bisschen was an Erfahrung gewinnen und dementsprechend auch auf Stufe 80 kommen könnte. Ihr seht ja, ist machbar, ne? Wo man denn auch schon wieder den nächsten Dungeon Key findet. Ja, ich kann noch mal kurz gucken, ob ich die Liste hier habe, ab wann man was freischaltet hier. Genau, ja, hier, wir sind jetzt hier ab 66, da haben wir die Hexe geunlockt, ab 70 findet man den im Magic Shop, im Zauberladen, den nächsten Key, 75 ist das Pet-Nest und ab 80 schon wieder der nächste Dungeon, ja, und dann kommt der Holy Grail, ja, auf den freue ich mich ja persönlich besonders, muss ich sagen, und ja, deswegen, ich habe schon ein bisschen Alu gespielt heute hier. Das heißt, ja, wir können eventuell, ich weiß nicht, ich bin am Überlegen, noch ein Level aufzusteigen, dann nach einer neuen Waffe zu blättern und dann eventuell ja, einen Stein zu finden aus einer Mine. Ich weiß jetzt nicht, welche Steine ich momentan finden kann. Ich habe hier noch, ja, jetzt kriegt man wieder die kleinen Steine, aber die sind auch so gut wie die großen Steine damals. Also unsere Ritterhalle ist ja ein bisschen besser geworden in der Zwischenzeit, ne? Und genau, deswegen müssen wir mal gucken. Vielleicht erreichen wir das, vielleicht machen wir heute sehr viele Level, vielleicht fällen wir aber auch komplett. So, also ich würde auch zweites nicht ganz außer Acht lassen. Ja, da ich mich immer ein bisschen düsig anstelle, vor allen Dingen zum Serverstart und ja, nicht ganz hundertprozentig genau weiß, wie man jetzt in welcher Situation am besten vorgeht. So, und das liegt halt eben daran, dass ich halt sehr unerfahren bin, was halt eben die Serverstarts angeht. Ne? Trotzdem versuche ich einigermaßen mein Bestes zu geben, aber es ist halt schon lange her, Serverstart bei mir, und vor allen Dingen ist es schon lange her, oder ich glaube, ich habe noch nie so wirklich, nicht mal auf dem Battlemage habe ich so einen Serverstart gespielt, wie ich hier gespielt habe. Da war es auf dem Battlemage noch chillig dagegen, ne? Da habe ich mit einem 50er angefangen und habe da, glaube ich, die ersten paar Tage damit über die Runden gebracht, so, ne? Also, ja, das dazu auf jeden Fall. Wir nehmen mal die Spiegelschere mit hier, die Spiegelscherbe, ne? Nicht die Spiegelschere. Und ja, wir versuchen noch auf 67 zu kommen und dann gucke ich mal nach einer neuen Waffe vielleicht im Laden. Und dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Glück haben. Und gucken dann nochmal, was wir für Steine bekommen. Ja, das würde mich auch nochmal interessieren, was für Steine man bekommen kann. Wir müssen uns ja noch ein bisschen Alu übrig lassen, weil wir ja noch das Pet-Nest und eventuell, ganz eventuell noch den Schlüssel auf 80 finden, aber ich glaube nicht, dass ich so weit komme. Wenn ich Stufe 70 erreiche, bin ich eigentlich mehr als zufrieden. Ist ein bisschen Leerlauf heute der Tag, ja, aber das soll auch mal vorkommen, ist so, ne, kommt mit vor auf jeden Fall. Und ja, mal schauen, was wir noch erreichen hier in diesem Video. Ich bin gespannt. So, dann nehmen wir nochmal die 2 Minuten 30 an und nochmal eine saftige XP-Quest hier. Ja, nehmen wir den 10 Minuten nochmal an hier. Gut, 67 haben wir erreicht. Zack, wir haben ein bisschen Gold. Wir gucken mal, was für ein Stein. Wir haben direkt einen blauen Stein, 135 ist der. Okay, das ist nice. Ja, sind zwar kleine, aber ist okay. Und wir schauen mal, was wir für eine neue Waffe vielleicht finden können im Waffenladen. Und dann gucken wir mal, ob wir den Gegner eventuell besiegen können. Bisschen mehr Durchschnittsschaden ist auf jeden Fall schon drin. Ne? Die Waffe ist ja auf jeden Fall somit das Wichtigste. Und deswegen
Gucken wir mal. Ne? Wir suchen natürlich auch eine Stärkewaffe. Das ist natürlich auch klar. Aber am wichtigsten ist eigentlich die Spanne rechts raus. Wenn die halt monströs ist, dann bin ich eigentlich schon recht zufrieden damit. Und ja, sollte aber auch Ausdauer oder Stärke drin sein. Ne? Was anderes ist relativ Quatsch, das auszurüsten. So, dann gucken wir mal und dann versuchen wir mal, ob wir den Gegner auch besiegt bekommen. Ja, weil, ihr habt gesehen, ich muss ein paar Mal blocken und dann ist der auch drinne tatsächlich. Ne? Also der ist jetzt nicht so unmöglich. Und wenn wir den nicht besiegen, dann wird es schwierig, heute mit dem Plan, den wir noch vorhaben, ja, den zu erreichen. Das ist eine Stärkewaffe. Allerdings ist die nicht so gut. Es geht noch besser rechts raus. Und das ist relativ wichtig auch, dass wir noch eine bessere Waffe finden mit ein bisschen mehr Durchschnittsschaden. Die ist vom Durchschnittsschaden deutlich besser schon. Allerdings Spanne und Attribute stimmen da leider auch nicht so. Hier haben wir eine etwas bessere, aber da finden wir sicherlich noch ein bisschen was Besseres. So, das ist ja noch relativ gechillt. Suche ich schon den nächsten? Ich suche mal gleich den nächsten Stein am besten hier. So, damit das gleich in Produktion bleibt. Achso, ja, übrigens Festungskämpfe und alles, da bin ich auch gut am Start, ja. Habe jetzt schon ein paar auf jeden Fall gemacht, ne. Bin mir auch fleißig hier am Speichern. Alles, was mir unter die Griffel kommt, wird mitgenommen hier und abgefarmt, ja. 100 Stück haben wir jetzt schon geplündert. Gibt natürlich noch Leute, die natürlich deutlich weiter sind als ich jetzt, aber ja, auch da versuche ich mein Bestes zu geben. So. Wir suchen weiter nach einer Waffe und dann versuchen wir mal, den Gegner zu besiegen. Ich hoffe mal, das klappt. So, Stärke 126, näher. Boah. Das Attribut ist zwar richtig, aber die Rechtsrausspanne ist nicht gut. Ja, und wenn ich meine Pläne hier erreichen will, dann brauche ich die mehr oder minder perfekte Waffe. So, 104. Oh. Die hat eine gute Spanne rechts raus, sowas suche ich, aber ja, Intelligenz, really, ist jetzt nicht so das, was ich gesucht habe. So. Also wenn ich knapp an die 200 rechts rauskomme, ja, nee, aber sowas suchen wir leider nicht. Ja, so schön es auch ist, eine Epic-Waffe zu bekommen, aber sowas können wir momentan leider nicht gebrauchen. Ja, ist natürlich sinnvoller, nach einer Waffe zu suchen, die, nur auf Stärke geht, weil dann die Chance natürlich höher ist, ne? Weil ja Stärke mein Schadensattribut ist, dass ich den Gegner auch besiege. So, wir schauen weiter. 107, Stärke, Intelligenz, nee. Mal gucken, wie es aussieht, ob wir Glück haben hier. Weil ich möchte ungern heute an dem Tag nur 1 oder 2 Level geschafft haben. Da sollte ein bisschen mehr drin sein. Deswegen, da möchte ich ja auch meine Gilde nicht im Stich lassen. Ne? Ich möchte natürlich 100, ja. Ich glaube, die nehmen wir mit. Ich hätte zwar Stärke mehr bevorzugt als Stärke-Ausdauer, aber ich glaube, was Besseres können wir nicht kriegen. Die ist rechts raus sehr stark. Den nehmen wir, tauschen wir aus, das können wir wegschmeißen. Und dann setzen wir den Stein hier rein. Boom. Ich würde sagen, wir skillen noch ein bisschen in Stärke. So, ein bisschen in Glück noch rein. Und dann gucken wir mal, ob wir den besiegt bekommen jetzt. Ja, der ist natürlich immer noch ziemlich strong. Allerdings ist er nicht unmöglich. Ja, ihr seht das, der ist machbar. Der muss leider jetzt fallen. Ansonsten bin ich heute ziemlich stuck hier an dem Tag. Und das... Ach so, gut, weil die Wartelaufzeit abgelaufen ist hier. Genau, ja, und den würde ich tatsächlich relativ früh jetzt besiegen, bevor ich noch mehr Alu mache, weil umso höher bin ich natürlich im Level, umso besser ist die Alu. Also der ist legbar. Wäre jetzt nur schön, wenn der auch fällt. Und da haben wir es geschafft. Stufe 68. Wir bekommen Gürtel, ja, und können ihn sogar in den Kessel werfen. Alter, das schmeckt. Ja. Das ist natürlich sehr nice. Die Stats werden gleich wieder hier rein investiert. Und mal gucken, was der nächste Gegner sagt hier. Medusa. Das ist ein Intelligenzgegner. Und den haben wir auch gelegt. Und damit sind wir Stufe 69. Sehr nice. Bekommen das nächste Epic gesockelt. Dreier-Stat ist das. Stärke, Ausdauer, ja. Ist besser.
Dann rüsten wir es mal gleich aus. Und den setzen wir natürlich auch hier rein. So, das können wir wieder verkaufen. Bisschen was in Glück hier. Und jetzt könnten wir einen Run haben. Mal gucken, ist wieder ein Stärkegegner. Okay, der ist wieder, ja, der wird, glaube ich, nichts werden. Der ist zu mächtig. Ja, okay, ja, weil der Gegner davor, den wir davor hatten, der ist auch Stärke gewesen. Der Intelligenzgegner war jetzt easy. Und den haben wir jetzt leider, ja, den schaffen wir jetzt erstmal nicht. Aber ist nicht so schlimm, denn wir können jetzt auf Stufe 70 questen. Was ganz nice ist. Und dann könnten wir eventuell wieder eine Waffe suchen, dann brauchen wir aber wieder einen Stärkestein etc. pp. Das ist dann ziemlich belastend so, ne? Da haben wir Glück gehabt, dass wir gerade einen Stärkestein gefunden haben. Ich hätte natürlich mir auch den Stärkestein hier aufheben können und den Ausdauerstein hier reinsetzen können. Wäre vielleicht im Nachhinein klüger gewesen. Aber wir schauen mal. Wir gehen jetzt erstmal auf Stufe... Wie viel Alu haben wir noch? 5 Biere können wir noch trinken. Wäre jetzt cool, wenn wir jetzt Stufe 70 hier mit der Alu erreichen, bevor wir hier zu viel Abenteuerlust ausgeben. Ja. Deswegen gehen wir natürlich auch auf EP, ist ganz klar. Wir gucken mal die Waffe. Nö, ist jetzt nicht so interessant. So. So. 5 Bier haben wir noch. Ist die Frage. Spiele ich jetzt noch Alu? Alu ist relativ wichtig, weil ich noch das Pet-Nest eventuell finden müsste. Aber das sollten wir hinkriegen. Hier können wir noch was in den Kessel werfen. Ja, ist ein bisschen Gold, aber an Gold bin ich jetzt nicht so interessiert. Ich bin mehr an XP interessiert. Ja, Stufe 70 schaffen wir. Dann wird das nochmal spannend hier. So. Zack. So, das nehmen wir mal mit. Dann haben wir es gleich geschafft. Ja, welche nehmen wir hier? Wir nehmen mal die an. So, jetzt noch 1, 2 Quests. Es sind leider keine Mega-XP-Quests dabei, das ist ziemlich schade. Aber kannst du nichts machen. So, wenn ich noch 50 Alu übrig habe, ist das okay, denke ich mal. Dann haben wir noch eine reelle Chance, auch gleich das Pet-Nest noch zu finden. Die muss ich annehmen, die bringt viel XP. So, Stufe 70 haben wir geschafft. Ja, das ist ganz nice. Wir gehen nochmal ein bisschen hier... Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen rein. Jetzt gehen wir in den Zauberladen und suchen den Schlüssel. Ja, den Schlüssel. Warte mal, ich relogge mich mal ganz kurz. Damit das eventuell auch gezählt wird. Das macht man immer so. Ja, damit der Server auch begreift, jo, wir haben jetzt Stufe 70 erreicht. So, und jetzt gehen wir in den Zauberladen. Und jetzt gucken wir mal, jetzt müssten wir hier den nächsten Dungeon Key finden. In relativ naher Zukunft. Ja. Im Magic Shop, hier bin ich richtig. Gucken wir mal. Müsste ja gleich kommen. Kann man an den vorbeiblättern oder ich weiß gar nicht, oder muss man den mitnehmen hier? Ich habe ihn jetzt bisher noch nicht gesehen. Sind wir relativ unlucky. Bisher, würde ich mal so behaupten. Na komm. Stufe 70 sind wir. Dungeon 6 unlocked. Quest oder Magic Shop. Stimmt, ach so, Quest oder Magic Shop kann der sein. Aber eigentlich ist der, ja, weiß nicht, kann der in beiden auftauchen, oder? Da ist er. Ja, okay. Wir haben nur Pech gehabt und der hat sich sehr lange rauszögern lassen. Hier, okay. Dann gucken wir mal weiter. Da haben wir den kranken Baum. Den Gremlin haben wir besiegt und wir sind Stufe 71, ja. Der nächste fällt auch und wir sind Stufe 72, ja. Das ist natürlich ganz nice. Den sollten wir auch noch schaffen und wir sind nicht ganz Stufe 73. Wir gucken mal, was ist das hier für ein Schild? Können wir nicht gebrauchen. Das ist ein besseres Item auf jeden Fall und das ist auch deutlich besser. Ja, dann rüsten wir das mal aus. Das können wir verkaufen. So. Und mal gucken, was die Edelsteinmine sagt. Ja, noch ist das Skippen ja nicht allzu teuer. Okay, Rucksack ist voll. 139. Okay, der ist schon besser als der große Stein von letzten Mal. Die Waffe können wir jetzt auch wegwerfen. Das bringt auch nichts mehr.
So, ja, eigentlich möchte ich lieber einen Stärkestein haben, muss ich sagen. Aber wenn ich mein Glück zu doll herausfordere, dann wird es meist nichts. Ja, aber wir gucken nochmal, vielleicht ein Stärkestein. Komm. Rucksack voll. So, mit denen können wir leider nichts anfangen hier. Ich möchte nicht nur Ausdauer haben, weil Ausdauer ist auch nicht schlecht. Aber Stärke ist besser. Nee. Nee. Will er nicht. Gut, dann weiß ich nicht. Gucken wir erstmal so. Das wechseln wir auch noch. Verlieren wir zwar wieder Stärke, aber gewinnen ein bisschen Ausdauer. So viele Ausdauersteine. Warte mal. 130, 139. Boom. Jetzt sind wir ein Ausdauerkrieger hier. So. Bam. Gehen wir noch ein bisschen Stärke rein. Und wir können nach einer neuen Waffe gucken. Jetzt ist es wieder soweit. Stärke, Ausdauer. Okay, boah, ist gar nicht mal so viel besser tatsächlich. Ja, DSS ist ein bisschen stärker, aber ansonsten... Wir gucken erstmal, ob wir hier noch weiterkommen. Ja, der ist auch ziemlich schwer. Der Gremlin... Ja, weiß ich nicht. Also ich habe zu viel Ausdauer einfach. Das ist das Problem leider gerade. Deswegen... Okay, die muss ich mitnehmen. Ja, jetzt brauche ich aber auch wirklich mal einen Stärkestein hier. Am besten 2 Stück gleich. Ja, da bin ich jetzt mal so frech und sage, ich brauche direkt 2 Stärkesteine. Aber ich habe leider komplett Pech, was das gerade angeht. Ich habe viel zu viel Ausdauer. Och Mann. Ah, das gibt's nicht. Ich habe schon 100 Mal die Mine geskippt, Alter. Oh man, das ist ja wirklich... Ja, Glück ist auch gut und schön, aber... Ey, das gibt's nicht. Als ob die das mit Absicht machen, weißt du? Dass wir hier jetzt nichts finden. Ich bin ja fast nur ausdauermäßig unterwegs. Ach, komm. Ich brauche so viele... Ich brauche Stärkesteine, es geht nicht anders. Ja, endlich. Okay, der muss auf jeden Fall in die Waffe. Anders geht's nicht. Und eigentlich bräuchten wir, ja, noch mehr Stärkesteine. Aber ich merke schon, das Spiel will heute nicht gönnen, anscheinend. So, Gremlin, komm. Der müsste jetzt eigentlich auch liegen. Oder auch nicht. Wir gucken mal, was der andere Heini sagt hier. Drache, nee, will nicht. Der will nicht, schade. Wir gucken nochmal. Nee. Nee. Okay. Sieht nicht so gut aus. Anscheinend müssen wir noch... Ja, weiß ich nicht. Anscheinend schaffen wir es nicht auf Stufe... Okay, doch, ein Stärkestein haben wir endlich mal. So, wer bringt hier am wenigsten? 139, 725. Setzen wir den mal da rein. So, nice. Da haben wir Stufe 74 erreicht. Und dann ist 75 auch noch möglich. Was ist das für ein Gegner? Stärke-Gegner. Komm, der muss jetzt noch liegen, dann haben wir 75 gleich. Wir gucken noch mal ein bisschen. Ei. Also Stärkesteine sind halt wirklich ultra nützlich, wenn man die bekommen würde. Oh. Ei. Ich verzweifle. Das habe ich auch wirklich, das habe ich im Leben auch noch nie gemacht, ne? Hier so Steine skippen und sowas. Das ist auf diesem Server tatsächlich das erste Mal. Aber wenn man damit einmal anfängt, dann bist du lost, Alter. Dann bist du lost. Dann kannst du nicht mehr aufhören, bevor du den richtigen Stein gefunden hast, ey. Das ist unglaublich. Oh. Wir können mal gucken, wir haben ja einen Geschickgegner hier vor uns, ne? War das er hier? Ne, das ist der Stärkegegner.
Das war... Ne, den Geschickgegner haben wir tatsächlich besiegt, okay. Huch. Ja, wir brauchen halt einfach einen Stärkestein. Es geht nicht anders. Ansonsten kommen wir hier nicht großartig weiter. Ich sehe schon, die Pilze werden nicht ausreichen. Ich will halt unbedingt das Pet-Nest noch erreichen. Das wäre halt ganz nice. Aber die Gegner wollen nicht so, wie ich das... Oh, die Mine will nicht so, wie ich das will. Okay, 37, 30... 27 haben wir, 125. Okay. So. Jetzt muss es aber klappen hier. So, dann wollen wir mal gucken, was es gebracht hat. Wahrscheinlich gar nichts. Aber der war knapp. Also, sind machbar auf jeden Fall. Okay, nice. Vor allem, ich habe eben gerade weggeschaut. Ich wollte es nicht wissen und dann, ja, besiegen wir ihn. Nice, wir haben Stufe 75 erreicht. So, jetzt reloggen wir nochmal und gucken mal, ob wir in der restlichen Alu jetzt das Pet-Nest finden. Dann nehmen wir mal ziemlich, ja, die kleinsten Quests am besten an. Und dann hätten wir die Pets jetzt auch geunlockt, wenn wir ein bisschen Glück haben. Und da haben wir das Pet-Nest. Öffnen. Sehr nice. Okay, jetzt muss ich mir meine nächste Liste aufmachen. Pets. So, Petwege. Ja, wir haben die Pets freigeschaltet. Jetzt stehe ich erstmal wieder auf dem Schlauch. Pets schon Ewigkeiten her. Okay. Können wir eigentlich schon das erste Habitat zulegen? Jawohl. Nice. Das zweite nicht mehr, ne? Ne, wir können mit jedem das erste Habitat anscheinend so legen. Das ist schon mal gut. Dadurch kriegen wir noch mehr Erfahrung, was auch nicht schlecht ist. Das sind wir Stufe 76. Nice. So, da haben wir das auch. Jetzt haben wir für jedes eine Frucht. Jetzt müssen wir mal gucken. So, wir sind in der Schattenwelt. Da gehe ich natürlich nach der Liste hier. Was füttern wir jetzt nochmal? Fastest, easier, but... Okay. Dann gehen wir... Ja, Kann dir tagsüber in der Region Nevermore. Nevermore. Okay. Alter, wie viel Gold haben wir jetzt, Alter? Holy shit, habe ich gar nicht drauf geachtet. Krass. Heftig. Da ist auch schon gleich wieder alles weg, das Gold. Die Skills werden jetzt auch teurer. Okay, bei Schatten würde ich tatsächlich diesen Weg... Nee. Diesen Weg bevorzugen, weil ich will mich nicht hardcore durchpilzen, ich will mich so durchpilzen. Das heißt, bei Schatten brauchen wir Schlorps. Das heißt, wir müssen nach Nevermore. Warte mal, wir gucken aber erstmal bei Licht rein. So. Wo war Licht hier? Licht. Fastest possible for free-to-play and Shroomas. Okay. Hier brauchen wir dann wohl Tink, so wie es aussieht. Anscheinend. Ich hoffe mal, die Liste ist noch aktuell, aber sollte so sein, ne? Gucken wir mal bei Erde. Bei Erde brauchen wir bei beiden das Pony hier. Aerugenion. Ja. Aerugenion. Ich muss gucken, welche... Da muss ich ja schauen, welche Quests ich gleich annehme. Ich muss ja auf alles achten hier irgendwie. Das ist ja schon wieder komplette Reizüberflutung für mich hier gerade. Feuer. Fast but expensive, cheap. Okay. Fastest. Da müssen wir auch beide mit Gulp starten. Alter, da müssen wir auf alles achten hier. Okay, bei Wasser können wir schon mal füttern. Das sieht schon mal gut aus. Boom. Da, weil mit Okodil müssen wir zusehen hier. Können wir jetzt schon den nächsten besiegen hier? Ist der machbar? Schwierig. So. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal ja, nach den Totenkopfinseln. Können wir hier irgendwas von gebrauchen? Ich hätte mir das aufschreiben müssen, was ich brauche hier, ne? Das
Da brauchst du ja, da musst du ja auf alles achten hier. Welche Quest du annimmst. Okay. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal das Ziel erreicht, Stufe 76. So, ne? Wir könnten jetzt nochmal das ganze Prozedere machen und nochmal nach einer neuen Waffe gucken. Aber das ist mir dann nachher dann auch wirklich zu intensiv, sag ich mal. Ne? Deswegen würde ich sagen, wir questen mal unsere Alu und gucken mal, was für Immernachtswald, Schweineöde, Rottene Lande. Brauchen wir da irgendwas? Digga, ich kann mir das Real Talk nicht merken. Ich hätte mir das aufschreiben müssen, was ich brauche und was ich nicht brauche. So, Stufe 80 schaffen wir wahrscheinlich heute nicht mehr. Dazu mal hätten wir uns auch Alu aufheben müssen, damit wir noch den Schlüssel finden. Weil ich glaube, für 80, genau, den 80er Schlüssel, den schaltet man durch das Questen frei. Stolpersteppe, war Stolpersteppe irgendwas? Stolpersteppe, brauche ich den Zossel? Licht. Nee, den brauche ich nicht. Ich brauche Aerogenion hier. Ja, das meine ich halt, ne? Das ist halt absolut. Das ist ja absolut lächerlich. Aerogenion, tatsächlich. Ja, das ist auch eine ganz gute Quest, nehmen wir mal an. Nicht gefunden. Okay, gut. Dann, ja. Würde ich mal sagen, machen wir mal die Kämpfe. Ihr merkt, ich bin komplett überfordert, ne? Ich will mir die Früchte eigentlich, aufheben. Ich will die nicht an die Falschen verfüttern hier. Deswegen, ja. Gut, wir schaffen Stufe 80 eh nicht mehr heute. Ne, wir können nochmal gucken, wir können nochmal unser restliches Gold nochmal verskillen hier. Ne, also brauche ich auch nicht versuchen, hier das richtige Pet zu finden. Und so weiter und so fort. Ne? Das wird wahrscheinlich heute eh schwierig werden. Können wir mal gucken, was ist das hier für einer? Geschickgegner. Ja, sieht schwierig aus. Gut. Dann gehen wir mal die Pet-Kämpfe durch. Da mache ich wahrscheinlich auch wieder alles falsch, was man falsch machen kann. Ja, ich verliere jeden Kampf. Ich weiß nicht, ob ich hätte vorher füttern müssen. Da bin ich jetzt auch komplett raus, muss ich sagen. Ja. Okay, wir verlieren anscheinend alles. Vielleicht hätte ich füttern müssen, aber dann hätte ich auch nur eine Frucht bekommen. Nice. Ich habe wahrscheinlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. So, ja. Das tut wahrscheinlich den Leuten weh, die jetzt gerade zuschauen und Ahnung haben, was den Pet-Start angeht. Ja. So, wir können Glücksrad drehen. Wir drehen mal komplett durch. Rucksack ist voll. So, weiter geht's. Bum, 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 bum. Ordentlich Gold wieder auf Tasche. Und dann machen wir die restliche Alu. Und dann ist das gewesen für den Tag heute. Ja, nehmen wir das Ding an. Und, ja. Bisschen längeres Video wahrscheinlich. Ich habe einen Inventarplatz überskippt. Bisschen längeres Video, aber ich denke mal, das war trotzdem ganz nice. Wir stellen Stadtwache ein. Auch wenn ich bei den Pets übelst, ja, keine Ahnung habe, was ich da machen muss. Warte mal, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch die Arena-Kämpfe machen, dann sind wir durch hier. Ne? Also da habe ich echt meine Schwierigkeiten bei den Pets, muss ich sagen. Da bin ich komplett raus. Aber, ja. So ist das halt. Ich kriege hier von allen aufs Maul. Das ist auch sehr, sehr angenehm. Wo bin ich denn gerade vom Rang her? Dass ich so krass aufs Maul kriege, Top 300. Ja, da sind natürlich die ganzen stark unterwegs, deswegen hätte ich mich vielleicht droppen lassen sollen. Dann wäre es vielleicht Pilzpartner geworden, tatsächlich, so dumm wie sich das anhört. So, 4, 5, Magier, Cebo-LP. Schaffen wir auch nicht. Ja, den Apier haben wir geschafft, sehr gut, ja. 6, so, sind wir gleich durch, 7. Haben noch ein Item gefunden, so wie es aussieht. 8, 9 und der Zebra ist zu stark für mich. 10. So, dann sind wir auch durch. Haben wir es geschafft heute? Ja. Ja, die Früchte würde ich mir aufheben für die richtigen Pets tatsächlich. So, gut, das war's für heute. Wir stellen Stadtwache rein.
Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen ja, stolprig, holprig war. Aber wir haben ja ein paar Level gut gemacht, das ist ganz nice. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.